$78. So viel kostet eine Unze Silber heute, am Samstag, dem 8. Februar 2026. Vor nur 10 Tagen waren es noch 121. Ein Rückgang von über 35% in weniger als 30 Stunden. Der schlimmste Tagesverlust seit März 1980. Und trotzdem sage ich Ihnen, Montagabend wird der entscheidende Moment. Nicht, weil Silber wieder steigt, nicht, weil es weiter fällt, sondern weil an der COMEX gerade etwas passiert, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Wenn Sie Silber besitzen oder kaufen wollen, dann bleiben Sie bis zum Ende dran. Denn es geht nicht um Meinung, es geht um Daten, direkt von der CME Group, der COMEX und dem Silver Institute. Und diese Daten erzählen eine Geschichte, die in keiner Nachrichtensendung vorkommt. Silber startete 2026 bei rund $70. Innerhalb weniger Wochen stieg es auf 121,65, ein neues Allzeithoch. Getrieben von China, industrieller Nachfrage, ETF-Zuflüssen und einem strukturellen Angebotsdefizit. Laut Silver-Institute liegt das kumulative Defizit seit 2021 bei 820 Millionen Unzen. Dann kam der 30. Januar. Das Weiße Haus gab bekannt, dass Präsident Trump Kevin Warsh als neuen Vorsitzenden der Federal Reserve nominiert. Die Märkte ordneten ihn sofort als geldpolitischen Falken ein. Und in dem Moment brach der Silbermarkt zusammen. Silber fiel intraday um fast 30%. Futures verloren über 31% an einem einzigen Tag. Gold rutschte ebenfalls ab. Die Logik war brutal. Warsh steht für straffere Geldpolitik, weniger Liquidität. Und das ist Gift für Edelmetalle. Aber hier ist der entscheidende Punkt. Die Erzählung hat sich geändert. Die Fundamentaldaten haben sich nicht geändert. Der Crash war kein Crash der physischen Nachfrage. Er war ein Crash der Positionierung, Margin Calls, ETF-Abflüsse, algorithmischer Handel. Und genau deshalb ist die kommende Woche so gefährlich. Denn jetzt kommen wir zu den Zahlen, die wirklich zählen. Stand 5. Februar 2026 liegen die registrierten Silberbestände an der COMEX bei rund 103,5 Millionen Unzen. Ende Oktober waren es noch 167, 7 Millionen. Ein Rückgang von 38% in nur 3 Monaten. Der tägliche Abfluss liegt aktuell bei rund 785.000 Unzen pro Tag. Und jetzt kommt die Zahl, die alles verändert. Der offene Bestand an Silberfutures für den März 2026 beträgt rund 429 Millionen Unzen. 429 Millionen Unzen Papieransprüche gegen 103 Millionen Unzen registriertes lieferbares Metall. Das ist ein Verhältnis von über 4:1. Und hier ist der Satz, den Sie sich merken sollten. Wenn nur ein kleiner Teil der Käufer echtes Silber fordert, reicht es schon, um das ganze System sichtbar ins Wanken zu bringen. Normalerweise funktioniert dieses System nur, weil fast niemand Lieferung will. Händler wollen Preisbewegungen, kein physisches Silber. Doch genau diese Annahme bricht gerade. Im Januar 2026 wurden 49,4 Millionen Unzen zur physischen Lieferung angemeldet. Und Anfang Februar wurden bereits 18,72 Millionen Unzen zur Lieferung aufgerufen, bei einem offenen Bestand von 11 Millionen. Das ist eine Lieferquote von 98%. 98%. Fast jeder Kontrakt verlangt echtes Silber. Das ist kein normaler Futures-Markt mehr. Und jetzt kommt der März. Der März ist ein primärer Liefermonat. Der erste Meldetag ist der 27. Februar. Wenn die Abflüsse bis dahin weitergehen, könnten die registrierten Bestände auf 85 Millionen Unzen oder weniger fallen. Selbst wenn nur 20% der offenen Kontrakte Lieferung verlangen, sprechen wir von rund 85 Millionen Unzen, also praktisch dem gesamten verbleibenden Bestand. Und genau hier liegt die Gefahr. Wenn dieser Markt kippt, kippt er nicht langsam. Er kippt in einem einzigen Handelstag. Was passiert in so einem Szenario? Die CME hat historisch gesehen 3 Optionen. Margin-Anforderungen drastisch erhöhen, Barausgleiche mit Prämien anbieten oder im Extremfall die Regeln ändern. Und genau hier liegt der Kern dieses Videos. Der Silberpreis ist gefallen, aber das Silber ist verschwunden. Das ist keine Finanzberatung, aber die Daten sprechen eine klare Sprache. 820 Millionen Unzen Defizit, COMEX-Bestände, die in 3 Monaten um 38% fallen, Lieferquoten von 98% und ein System, das nur funktioniert, solange fast niemand Lieferung verlangt. Montagabend wird nicht alle Antworten liefern, aber er wird zeigen, ob dieser Markt sich anpasst oder ob er unter Druck bricht. Und jetzt will ich von Ihnen wissen. Glauben Sie, die COMEX wird liefern oder wird sie die Regeln ändern? Schreiben Sie es in die Kommentare. Lieferung oder Regeländerung? Wenn dieses Video hilfreich war,
Lassen Sie eine Bewertung da und abonnieren Sie den Kanal.